Hey, ihr schönen Menschen da draußen. Jetzt wird der Boden hier reingeklebt. Das heißt, wir haben hier unsere Ruine. Ich denke mal, das sollte jetzt schon mal für so einen Anfang reichen. Der Leim hat ein bisschen angezogen. Und jetzt kommt hier der Boden rein. Na, hier hinten die Mauer, das ist noch ein bisschen locker. Mal gucken, vielleicht einfach eine Nadel von oben durchstecken oder sowas. Der Boden, ich nehme mal stellvertretend hier so ein paar Ziegeln, die ich ja gedrittelt hatte. Der Boden, der wird gleich in der Richtung hier verlegt. Das heißt, so hier an der Wand lang. So dass es am Schluss aussieht, als ob da Steine im Boden stecken würden. Die einfach reingedrückt wurden und dann vielleicht ein bisschen mit Lehm ausgeschmiert wurden. Am Schluss müssen wir mal sehen, wie wir dann den Boden noch weiter behandeln. Also irgendwie mit irgendwas bestreuen oder sowas. Aber das kommt dann in einem späteren Tutorial. Ich werde das Ganze hier im wilden Verbund verlegen. Das heißt, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr selbst Laminat verlegt habt oder ähnliches. Ich fange quasi auf einer Seite an, das Ganze zu verlegen und auf der anderen Seite, mit dem ich da aufhöre, falls sie mal ein bisschen unterschiedlich lang sind, schneide ich das einfach ab und fange auf der anderen Seite wieder an. So, somit beginnt das Ganze. Die erste Fliese wurde geschnitten. Aber da geht das relativ simpel, das Ganze zu strukturieren, dadurch, dass sie ja sowieso schon flach sind. Kann man das einfach mit dem Daumennagel zum Beispiel, so wie hier, so ein bisschen krumm ziehen und das sollte dann eigentlich schon reichen. In die Ruine, damit ich dann so ungefähr diese Flucht habe. Ich werde hier an der Stelle anfangen, klemme ich einmal einen Stein rein und dann geht es schon direkt los. So, hier da habe ich ein bisschen Leim. Und mal überlegen. Ich glaube so hier, so könnt ihr das am besten sehen. Von da aus lege ich dann los und arbeite mich hier rüber vor. Jetzt wird ein bisschen anders gearbeitet, das heißt, ich verteile hier einfach so ein bisschen Leim auf dem Boden. Aber wirklich nur ein bisschen. So dass das für ein paar Bahnen reicht. So ähnlich habe ich das mit richtigem Parkett auch schon gemacht, aber der Vorteil ist hierbei, es geht nicht so auf die Knie. Von daher können wir einfach mal schauen. So. Stein 1 ist hier hinten drin. Und jetzt wird hier fleißig weitergemacht. Insgesamt hatte ich 30 Steine zusammengeschnitten oder zurechtgeschnitten für den Boden. Den hier, den drehe ich noch. Ich glaube, diese Orientierung, die passt bei dem Stein am besten. So, dadurch, dass ich die gedrittelt habe, ist es halt so, dass die teilweise leicht unterschiedlich hoch sind. Und ich schätze mal, das ergibt dann ein schönes Gesamtbild. Und sobald der Boden dann drin ist, wird er noch so ein bisschen verändert. Das heißt, wir werden dort so ein paar Laufspuren und ähnliches hinzufügen. Und ganz wichtig, falls ihr Ideen oder Anmerkungen dazu habt oder auch was man als nächste Schritte dann machen könnte, also wie man das Ganze dann weiter strukturieren kann oder das ganze Gebäude dann nochmal so ein bisschen verändern kann, auch so ein bisschen, dass es ruinenmäßiger aussieht vielleicht. Falls ihr Ideen habt, packt sie einfach in die Kommentare rein. Ich werde mir das dann durchlesen und werde dann passend darauf reagieren und bin auch gerne dazu bereit, eure Ideen dann aufzugreifen. Vielleicht in Folgevideos oder sowas oder dann nochmal direkt was dazu machen. So, diesen letzten Stein hier hinten, den lege ich einmal da drauf, um abzuschätzen, wie weit das dann sein kann. Und schneide das dann direkt hier neben zusammen.
ein bisschen mehr Leim da hinten in die Ecke, sodass es auch alles auf dem Boden bleibt. So, diese geschnittene Seite, die lege ich einfach Richtung Wand. Schiebe das Ganze rein und fertig. Das ist geschafft. Jetzt kommt die nächste Reihe. Und vielleicht mache ich das jetzt eher so hier, dass ich da so ein bisschen was reinpacke. Wenn euch das Ganze hier gefällt, dann wäre es toll, wenn ihr nichts verpassen wollt und sowas, wenn ihr dann einfach den Kanal hier abonniert und euch automatisch benachrichtigen lasst. Denn ich schaue einfach, dass ich so viel Zeit, wie das ganze Leben insgesamt mir lässt, dass ich so viel Zeit wie möglich euch hier schöne Sachen bringe. Und supporten könnt ihr das Ganze natürlich auch, indem ihr einmal das Ganze ein bisschen liked vielleicht. Und die Steine, also alles das, was ich hier jetzt mache, das werden dann rund 150 Ziegeln sein, denke ich mal, die ich hier verbaue. Die könnt ihr inklusive Leim und Cutter und allem möglichen und einem schönen Karton und dieser Base, die ich hier verwende, könnt ihr das bestellen. Einfach bei eBay reinschauen. Mal gucken, das ist relativ schmal, was ich da hinten brauche. Das Ganze ist verlinkt. Ihr habt den Vorteil, wenn ihr das Ganze bestellt, dass ihr dann einfach einen Preis anbieten könnt. Nur so ein kleiner Tipp am Rande. Bietet einen Preis an und zieht einfach 50 Cent ab. Das ist der Preis, den ihr hier kriegt. Ich meine, ich habe das auch nochmal in die Infos meines Channels geschrieben, aber das ist einfach das, weil ich das einfach witzig finde, wenn ihr das hier schon seht und von hier aus kommt, dass ich euch so ein bisschen so einen kleinen Bonus geben kann. Und 50 Cent sind 50 Cent. Meine Güte. Könnt ihr haben. So. Die nächste Ecke fängt schon wieder an. Und hier im wilden Verbund, das heißt, wenn das so ein bisschen auseinanderläuft, da an ein paar Stellen, das sieht schon ganz gut aus. Denkt dran, das ist ein Arme-Leute-Haus, von daher wird das Ganze aus genau den gleichen Ziegeln aufgebaut, nur dass die hier dann einfach im Boden drin stecken. Zumindest soll es am Schluss so wirken. Einfach Ziegel, die da reingesteckt wurden. Wichtig ist hierbei, die Ziegel, die haben für gewöhnlich eine Ecke, wo sie extrem gut zusammenpassen. Von der Höhe her habe ich das hier bei den Wänden gewählt. Und beim Boden, da habe ich die Ziegeln so gelegt, dass dann halt die Seite, die am besten zusammenpasst, dass ich die dann schräg durchgeschnitten habe, sodass man wirklich das Ganze passend zusammenlegen kann. Dass man da keine Lücken oder ähnliches drin hat. Oder zumindest keine großen Lücken. Da könnt ihr am Anfang dann direkt auch drauf achten und dann direkt loslegen. Und alle möglichen Sachen, die hier auftauchen oder nicht auftauchen, hier ist nichts geplant und ich habe das vorher auch nicht irgendwie in irgendeiner besonderen Form vorbereitet oder sonst was oder schon mal zusammengebaut, sondern es ist quasi alles direkt live aufgezeichnet und ich zeichne das einfach einmal auf und ich hoffe, dass was Schönes draus wird. Weil ich finde, ganz, ganz, ganz wichtig bei dem Hobby, das ist auch einen gewissen Plan im Kopf haben, ja, aber wenn man dann trotzdem so ein bisschen die Kreativität frei laufen lässt. Das heißt, so eine Grundidee drin hat, einfach mal schaut, was draus wird. Ich glaube, dann werden die schönsten Kreationen entstehen. Man quasi komplett ungebunden und frei agiert. Ach, ihr könnt auch, bevor ich das vergesse, ihr könnt auch bei Patreon mich unterstützen und denke mal, da gibt es dann auch so zum einen so ein kleines Steine-Abo. Das heißt, dass man dann monatlich 300 Stück oder sowas kriegt und man kann natürlich auch noch vielleicht überlegen, dass man da andere noch mit reinnimmt. Und da möchte ich dann auch nochmal die Pläne detaillierter reinstellen, sodass ihr die einfach holen könnt. Und fertig. Und dann könnt ihr direkt losbauen. Falls ihr dann sagt, ja, aber schön und gut, dieses Baumaterial und sowas, das mache ich selber. Die Steine schneide ich mir selber.
dann könnt ihr das sehr gerne machen und ihr könnt dann einfach die Pläne nutzen. Ich glaube, dass die nicht teurer werden als ein Döner, wenn ich das mal so sage oder so vergleiche. Und damit da könnt ihr das Ganze hier so ein bisschen supporten und ich kann dann euch ein bisschen mehr Content liefern insgesamt. Und da haben wir alle was davon. Und ich finde, das hat auch durchaus was Meditatives, sich sowas hier anzuschauen. Vor allem das Schöne ist, hier ist halt kein Hexenwerk dabei. Deswegen mache ich das ganz einfach so, ganz klar und 1:1, sodass ihr das genau nachvollziehen könnt, was da passiert, wann das passiert und wie viel Zeit man insgesamt dafür braucht, sowas zusammenzubauen. Es gibt sicherlich welche, die sind schneller beim Bauen, welche, die sind langsamer beim Bauen. Und ich glaube, man könnte das auch so machen, wenn ihr passende Kommentare hinterlasst, beziehungsweise wenn ihr mir einfach Bilder hiervon schickt. Wenn ihr so eine Grundbox genommen habt, dann denke ich mal, könnte man das auch so machen, dass diejenigen, die das Schönste zusammengebaut haben, einfach nochmal so einen Pack von, sagen wir einfach 300 oder vielleicht sogar 600 Steinen einfach nochmal oben drauf kriegen. Das heißt, ihr holt dieses Grundpack und kriegt dann einfach von mir, wenn es cool aussieht und so und die anderen das auch schön finden, einfach so nochmal mehr Material, damit ihr mehr schönes Zeugs machen könnt. Das gebe ich euch einfach so mit. Und wisst ihr warum? Weil ihr seid. Und ihr seid es mir wert. Ich finde das nämlich schön, wenn Menschen mit so Sachen einfach was Schönes machen. So, hier vorne, da ist jetzt die Frage, legt man die am besten quer hin oder längs? Ich glaube, so längs wäre, glaube ich, ganz schön. Mal sehen, wie man den da rausschneiden muss. Wohl, die Türschwelle, die machen wir dann später. Machen wir erstmal das hier drin. Bei der Türschwelle, das möchte ich eher, dass das ein bisschen erhabener ist. Ich meine, stellt euch vor, das ist dann quasi so eine relativ alte Kiste insgesamt. Und die Türen, das waren dann einfache Bretter, die man dann dazu gemacht hat. Und wenn wir da direkt ebenerdig weitergehen, dann hätten wir unter Umständen das Problem, dass wenn es regnet oder ähnliches ist, dass dann einfach das Wasser in die Hütte reinläuft. Das wäre ja nicht so schön. Von daher, da müssen wir dann noch überlegen. Einfach mal so ein bisschen drüber nachdenken, was man da an der Stelle machen kann, damit der Regen halt nicht in die Bude reinläuft, sondern damit man es gut und schön warm hat hier drinnen. Zumindest so warm, wie es geht. Und fertig. Ich habe das Gefühl, dass das so ähnlich ist, wenn man jetzt so ein bisschen weiterdenkt und das Ganze so ein bisschen anmalt. Grau vielleicht, wenn man hier so eine kleine Tür drin hat. Und das Ganze vielleicht mit der Seite Richtung Meer ist. Meine Güte, das könnte sowas ähnliches wie so ein Cottage sein oder so. Auch nicht schlecht. Dann vielleicht so eine Balkendecke, die relativ frei liegt, wo dann noch so ein paar Netze mit Kräutern und ähnlichem sind. Hier hinten in dem hinteren Teil sind vielleicht noch Tiere untergebracht, je nachdem. Das ist ja schon ziemlich malerisch. Meine Güte. Ja gut, vielleicht nicht so ganz in diesem Zustand hier. Vielleicht müsste das dann erstmal fertig gebaut werden oder man müsste sich das im ganzen Zustand vorstellen. Oder so, wie es hätte sein können. Ich glaube, wenn das an der passenden Stelle liegen würde, boah, das wäre was richtig Schönes. Vielleicht kann man sich auch überlegen, okay, das hier, das gefällt mir so gut, ich möchte das nicht verwüstet haben in irgendeiner Form, sondern ich möchte ganz im Gegenteil die ganze Geschichte da haben. Ich möchte das ganze Gebäude haben. Dann könnt ihr sicherlich das auch schaffen, dass hier zum Beispiel das Dach fertig konstruiert und ähnliches. Und wenn ihr möchtet oder falls ihr andere Bauteile braucht in irgendeiner Form oder sowas, sagt einfach Bescheid und ich werde einfach versuchen, das mit den Möglichkeiten, die ich habe, irgendwie herzustellen. Weil mir ist es wichtig, dass es euch Spaß macht und mir ist es wichtig, dass es euch dabei gut geht, wenn ihr sowas baut.
So, mal sehen, wie man da in die Ecke reinkommt. Das letzte Stück zu schneiden. Ah, so hier könnte es gehen. Wenn ich jetzt hier direkt an der Tür runterschneide, dann könnte ich den Stein dahin bekommen, dass er vernünftig angepasst ist. Falls ihr andere Ideen habt oder sowas, packt es einfach in die Kommentare. Oder falls ihr noch Anmerkungen habt oder wisst, wie man das vielleicht ein bisschen besser verarbeiten kann oder ähnliches. So, oh, hier ist einer beim Formen so ein bisschen verbogen worden. Ist ja kein Problem. Ein bisschen zurückgebogen und rein damit. Ich würde auch gerne, wenn das hier durch ist, mit dem gebaut werden und so weiter, dann würde ich gerne mal schauen, was man noch machen kann. Also, dass man vielleicht was komplett anderes macht. Eine komplett andere Art von Architektur. Ich habe geschaut, zum Beispiel die alten indischen Tempel und ähnliches. Die sehen sehr, sehr, sehr schön aus. Ich meine, da wird viel mit Skulpturen gearbeitet. Ich glaube nicht, dass ich das wirklich in einer richtig guten Form hinbekomme. Aber diese Grundform insgesamt von so einem alten Tempel, ich glaube, die bekommt man ganz gut hin. Vielleicht könnte man auch mal schauen, die Spiele, die euch gut gefallen haben. Gehen wir mal eine ganze Weile zurück. Diablo oder sowas. Tristram, vielleicht kann man das in der Richtung mal so ein bisschen nachbauen. Oder zumindest das zerlegte Tristram oder sowas. Oder so ein paar Sachen bei Ludko Lane aus Diablo 2 oder so in der Wüste. Das sah auch ganz schön aus. Oder die Docks von Kuras, da waren auch schöne Inspirationsquellen. Irgendwie sowas in der Richtung vielleicht. So ein bisschen was, das zu so einem Dschungelsetting passen würde. Ja, ich glaube, da kann man wirklich was Schönes draus machen. Wenn ihr möchtet, lasst einfach so ein paar Kommentare da. Und wenn ihr das Video hier bis zum Ende schaut, dann werdet ihr komplett sehen, dass ich das ganze Ding 1:1 einfach aufbaue. Na, jetzt muss ich erstmal so ein bisschen Leim von meinen Fingern kriegen. Dass ich das Ding einfach 1:1 aufbaue und nirgends was rausschneide, außer halt dieses Vorbereiten von diesen Bodenplatten. Das hat wirklich so ein bisschen Zeit gekostet, aber das habt ihr ja schon gesehen in diesem Steine vorbereiten, dem Mini-Tutorial. Das sind einfach so 10 Minuten, wo es einfach nur darum geht, die ganzen Steine aneinander zu reiben und hin und her zu knirschen. Und ich glaube, das muss man nicht unbedingt aufnehmen. Es sei denn, ihr wünscht es, dann mache ich auch das. Dann machen wir einfach mal einen ganzen Tag oder sowas oder vielleicht einen Livestream. Hey, Livestream wäre auch eine tolle Sache. Vielleicht einen Livestream einfach nur mit Steine knirschen. Währenddessen könnt ihr tolle Kommentare dann abgeben und dann machen wir noch ein paar tolle Soundeffekte rein oder so. Keine Ahnung. Lasst uns eine schöne Show draus machen. So, hier kommt noch ein halber Stein hin. Hey, das sieht ja schon richtig, richtig gut aus. Am Schluss wird das Ganze dann noch ein bisschen strukturiert, dass wir hier diese Laufwege von hier aus reinbekommen, hier hinten vielleicht ein bisschen raus. Mal gucken, eventuell so ein paar alte Strukturen noch in den Boden reinsetzen. Oder halt wieder Teile rausbrechen in irgendeiner Form, Bäume drin wachsen lassen, irgend sowas in der Richtung. Da fällt uns schon was Schönes ein, was wir dann noch machen können. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr auch so lange Planken oder sowas gebrauchen, wenn man Dächer oder ähnliches bauen kann. So. Jetzt schneide ich mal von oben aus dieser Richtung. Da kriege ich genau den Stein abgeschnitten. In der Form, wie ich ihn dann am Schluss brauche. Und rein damit. Ach, das sieht doch ganz gut aus. Toll.
noch mehr davon. Und das sind halt wirklich einfach nur gedrittelte Ziegeln. Einfach nur gedrittelt, so dass es aussieht, als ob sie im Boden stecken und fertig ist die Kiste. Alle passend nach der Höhe einsortiert und dann geschnitten. Und dann durchgeknetet. Durchgeknetet und nochmal durchgeknetet. Und noch länger durchgeknetet. Und noch länger durchgeknetet, bis sie fertig waren. So, das passt hier hinten noch hin. Mal schauen, nachdem das hier alles zusammengebaut ist, müssen wir sicherlich nochmal zusehen, dass wir diese ganze Geschichte wirklich aussehen lassen wie eine Ruine. Vielleicht noch ein paar Teile einreißen. Auf jeden Fall wollte ich nochmal mit einem Cutter oder ähnlichem an den Wänden lang gehen und Teile aus dem Boden vielleicht rausrupfen, um da dann schlussendlich einfach kleine Äste oder ähnliches, die man so gefunden hat und die einen irgendwie dazu inspirieren, dass man sie irgendwo reinstopft. Wenn ihr Kinder habt, schickt Kinder los und sagt denen, sucht mal ein paar schöne kleine Zweige, die man irgendwo reinbauen kann. Und sonst macht euch selbst auf den Weg. Oder nehmt zum Beispiel, was könnte man nehmen? Was denke ich mal ganz gut aussehen wird, das sind Teile von Haselnussresten quasi, beziehungsweise nicht von den Schalen, sondern das, wo drin ihr die Haselnüsse findet. Wenn irgendwo bei euch in der Nähe welche wachsen, dann wisst ihr, was ich meine. Da, wo die Haselnüsse gesammelt drin sind. Wenn ihr das nehmt, das wirkt so ein bisschen, denke ich mal, wie so Aloe Vera, dürfte das so ungefähr entsprechen. Dass ihr sowas in der Richtung da reinpackt. Oder hier rundherum zum Strukturieren nehmt. Oder um dann halt so ein paar Teile des Gebäudes dann überwachsen zu lassen oder ähnliches. Das könnte ganz gut klappen, das könnte auch sehr schön aussehen. So, hier brauchen wir wieder ein Stück, was abgeschnitten wird. Einfach hier hinten drüber legen. Seht ihr das? Und diesen Teil, der jetzt übersteht, den schneiden wir einfach ab. Übrigens könnt ihr auch genau in der gleichen Form Laminat und ähnliches verlegen. Einfach umgedreht, markiert, abgeschnitten, dann wieder umgedreht. Schon habt ihr was, das genau hinten reinpasst. Passend zur Wand. So, diesen halben Stein lasse ich jetzt hier beiseite liegen. Hier vorne kommt das nächste Stück hin. Und jetzt wird hier einfach weiter munter verlegt. Das dahin, das nächste direkt hier vor. Die Seite sollte schön passen. Das hier, das muss ich noch ein bisschen gerade biegen, sodass es auch da reinpasst. Und gleich Richtung Schluss werde ich das Ganze noch ein bisschen umdrehen. Ach so, und hier dieses geriebene Zeugs, was hier teilweise mit rausfällt. Das da, das war halt von dem Fliesen aneinanderreiben übrig. Das kann man sicherlich auch noch nutzen, um das Ganze dann nachzustrukturieren, beziehungsweise hier an den Kanten, wo halt nichts ist, wo es vielleicht auch ein bisschen schmal ist, da irgendwas reinzustopfen. Da kann man vielleicht damit nochmal arbeiten. So ein ganz, ganz, ganz schmales Stückchen schneide ich jetzt hier mal ab und drücke das einfach an der Wand runter. Wenn ich das mit meinen Fingern da reingestopft kriege, aber ich denke schon. Meine Güte, ich habe das Gefühl, dass ich so ähnlich daherrede wie dieser, wie hieß der, Anthony Ross oder sowas, dieser, ihr wisst schon, dieser Bildermaler. Und, oh, da machen wir hier das und dann, oh, this looks really nice. Looks like und dann bla 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 bla. Irgendwas anderes. Ja, ich habe das Gefühl, so ähnlich hört sich das vielleicht auch für euch an, das, was ich hier jetzt gerade treibe und erzähle. Da wäre das nicht schön, wenn man jetzt da, ja, oder
Ja, wenn man das da und dahin baut. Der Bob, wie heißt der? Ach, keine Ahnung. Ich weiß das nicht. Ihr wisst, was ich meine, und wenn ihr wisst, wie er heißt, tut mir furchtbar leid, falls ich hier einen falschen Namen reingestopft habe. Ja, okay, ich bin Kulturbanause, ich kenne mich da nicht aus. Aber ist mir auch egal. Solange ich das ganze Zeugs hier verlegen kann, bin ich, glaube ich, relativ glücklich. So. Und ihr seid es vielleicht auch. Und wenn nicht, ändert was daran. So. Da muss noch ein bisschen ab. Ich glaube, der hieß definitiv anders. Bob Ross, ja. Ich habe hier nämlich noch einen Spion, der so nebenbei noch ein bisschen zuhört. Weil ich meine, das hier, das ist einfach ein richtiges, echtes Leben, und natürlich werde ich nicht aufhören, mit irgendwem nebenbei zu reden, während ich hier rumbastel. Bob Ross, heißt er wirklich Bob Ross oder hieß oder wie auch immer? Donnerwetter. Er hat auf jeden Fall sehr schöne Sachen gemacht. Let's do something really crazy over here. Oh, that looks nice. Echt cool. Wo kam das nochmal? Haben wir früher nach Ende. Ja. Also, ihr lieben Leute, falls ihr das alles hört, wisst ihr, dass ich auch neben dem Rumgebastel noch ein Privatleben besitze. So wie vermutlich die Hälfte von euch auch oder so. Und zack. Und die andere Hälfte lebt vielleicht komplett im Hobby drin. Wer weiß. Ja, und das passt noch genau dahin. Ach, das ist cool. Das ist schön. Das gefällt mir. Und jetzt kommt schon die nächste Reihe. Hatte ich nicht eben noch einen halben Stein? Scheinbar nicht. Meine Güte. Machen wir einen schönen halben Stein. Oder einen ziemlich schönen halben Stein draus. Und dann haben wir hier noch einen schönen halben Stein oder einen ziemlich schönen halben Stein. Ach, ist das nicht toll. Das kommt hier hin. Das kommt hier hin. Und das hier hin. Und ich könnte wetten, wenn ich das ganze Zeugs hier jetzt dann einfach stehen lasse auf dem Tisch und morgen die Kinder das Ganze entdecken, dass sie anfangen, das direkt nachzubauen. Das ist eigentlich immer so. Wie hast denn das und das gemacht? Ach, ich weiß schon, wie du es gemacht hast. Okay, dann geht's los. Dann hat man ruckzuck ganz, ganz, ganz viel Krimskrams da rumstehen. Und sieht echt genial aus, weil die noch eine ganze Ecke unbefangener an die Geschichte rangehen als man selbst. Sondern direkt einfach so im Fluss sind. So, ich drehe das jetzt um, damit wir hier hinten weitermachen können. Das ist ein bisschen ungewohnt aus der Perspektive jetzt, quasi das Ganze rückwärts zu machen. Und erstaunlicherweise sind das eine ganze Menge an Zuschauern aus Amerika, die ich hier habe, und aus dem englischsprachigen Raum. Und für die, ich weiß nicht, ob ich für die langen Videos hier wirklich Subtitles fertig machen werde. Ich meine, da wird so viel gesagt und gesprochen und sowas. Vielleicht mache ich da so ein paar kürzere Sachen rein. Also von daher, sorry guys. I'll write you something down to have an idea what I'm doing here and what I'm talking about. I think I don't comment the whole video. It's too long, you know. So, und jetzt geht's wieder auf Deutsch weiter. So, von hier hinten geht's weiter.
Seht ihr, ich habe die Richtung jetzt geändert. Statt von da nach da, lege ich jetzt von da nach da. Denn wir haben es hier anders als bei Laminat und sowas. Einfach mit was zu tun, was wir nirgends reinpacken müssen in irgendwelche Nut- und Federgeschichten, sondern es wird einfach auf den Boden draufgehämmert und fertig ist die Kiste. Hey, es sind nur noch ein paar Reihen. Boah, es macht eigentlich schon ziemlich Spaß. Am liebsten würde ich jetzt direkt weitermachen mit noch so einem Ding, aber dafür müsste ich ja erstmal wieder was Neues zusammenbauen und ganz viele neue Steine fertig machen. So. Das gefällt mir richtig gut. Wenn es euch auch gut gefällt, lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare. Klickt auf die fröhliche Glocke, abonniert die Geschichte und ihr werdet weiter und weiter beglückt mit wundervollen, tollen Dingen für euch, wundervollen, tollen Leute. Wow, das sieht richtig gut aus. Jeder Rundstein hat sich versteckt. Und ich schätze mal insgesamt mit dem Boden und mit allem drum und dran und mit dem Rest, der so insgesamt noch übrig bleiben wird, werden wir auf ungefähr 150 Steine rauslaufen, die wir hier drin verbasteln. In dieser Ruine. Ich glaube, hey, das Ding, das kann man echt so nennen. Lootbox 1 oder sowas. Und da sind dann genau die Teile drin, die ihr dafür braucht, um so ein Ding hier zu bauen. Ich glaube, das ist cool. Das möchte ich euch gerne zur Verfügung stellen, damit ihr das auch machen könnt. Das heißt, bis auf die Farbe habt ihr dann eigentlich alles da drin, was ihr braucht. Farbe, wie gesagt, meine Güte. Am Anfang kann man ja auch irgendwie so dann schauen, dass man irgendwelche Wandfarbe, Abtönfarbe, irgendwas in der Richtung einfach nimmt. Müssen ja nicht direkt die Zitadellfarben sein, die man dann massenweise da reinpackt. Mal sehen, wie man hier hinten in der Kante das alles hinkriegt. Ich glaube, ein ganzer Stein passt da nicht mehr rein. Das sind sogar ein bisschen mehr geworden. Ich hatte ungefähr 90 Stück vorbereitet. Oder ziemlich genau 90 Stück. Obwohl, wenn man das so ein bisschen quetscht, dann sollte das hinten reinpassen. Oder die einfach ein bisschen flacher drückt. Ungefähr 5 Stück brauche ich insgesamt. Das heißt, 2 Stück habe ich hier. Ich nehme dann noch einen Stein. Gucken. Die passende Seite nehmen. Der wird einfach gerade nochmal nachgeschnitten. Das heißt, hier, da seht ihr das, wie das funktioniert, wie ich diese Bodenfliesen gemacht habe. Einfach einen Stein gedrittelt und dann ganz viele davon genommen. Zu dem Zeitpunkt waren das noch viel, viel, viel mehr. Mal gucken, ob das mit so ein paar Stück auch gut funktioniert. Und das hier, was ich jetzt gerade mache, das habe ich euch davor einfach erspart. Dafür diese Steine vorbereiten. Was auch manchmal so ein bisschen langwierig sein kann. So. Ja, soll erstmal genügen. Bobros, meine Güte. Wie konnte ich das bloß vergessen? Macht wahrscheinlich das Alter oder so. Ach, keine Ahnung. So, das kommt da hinten rein. Jetzt mal schauen, ob die in einem da reinpassen. Na, also ein bisschen schmaler müssen die. Vorteil ist ja wieder hier bei dem Styrodur. Jetzt kann man drücken, wie man es gerade braucht.
Wir müssen nur am Schluss dann aufpassen, dass wir die Wände nicht komplett damit wieder auseinandersprengen. Gleich habe ich es. Habt ein klein wenig Geduld mit einem alten Menschen. So, das da rein. Dann fangen wir von hier aus an. Bisschen schmaler das Ganze. Ein bisschen schmaler hier, ein bisschen dahin gebogen. Toll. Und den hier auch schmaler gemacht. Und das ist jetzt der Vorteil gegenüber Laminat. Versucht das mal damit zu machen. Wie gesagt, nachdem ich hiermit fertig bin, werde ich bestimmt keine Knieschmerzen haben oder ähnliches. Und ich glaube, wenn man sowas in einem kompletten Haus macht mit Steinen, die man im Boden versenkt, eieiei. Das ist wahrscheinlich ganz schön anstrengend. Auf der anderen Seite, dadurch, dass das ganze Trinkwasser und sowas mehr oder weniger ungenießbar war, hatten die Leute zu dem Zeitpunkt ziemlich viel Bier konsumiert. Von daher könnte es dann doch relativ simpel gewesen sein, auch wenn es nicht so stark war wie das heutige, aber naja. So waren zumindest dann erstmal so ein Teil der Keime hinüber. So, und noch ein letztes Stückchen. Ja, der letzte Stein. Der letzte Stein, dann ist der Boden fertig. So, wieder ein bisschen zusammendrücken, dass er nicht zu groß wird. Und yes, rein damit. Das sieht gut aus, oder? Schön. Und jetzt kommen noch die Türschwellen und ähnliches. Die hier vorne können wir rausnehmen. Die brauchen dann nicht mehr drin sein. Hier hinten, das hatten wir auch nur da reingepackt, damit das so ungefähr gepasst hatte. Und jetzt machen wir uns gerade mal die Schwellen. Das heißt, wir nehmen hier Steine, schauen mal, das müssten eigentlich 3 cm ungefähr von der Breite her sein, die wir hier haben. Das heißt, einen können wir so noch dazwischen packen. Den schneiden wir durch. Und hier von da schneiden wir uns quasi ein Scheibchen ab. Klingt toll. Damit, da werden wir so ein bisschen höher. Das heißt, wir gehen hier nicht auf so ein Drittel, sondern eher auf die Hälfte. Sodass die Türschwelle eine wirkliche Türschwelle ist. Und dass, wenn es regnen würde oder ähnliches. Ich meine, es ist eine Ruine, da regnet es von oben rein, sagt ihr jetzt. Ja, das ist mir schon klar. Aber dass, wenn das Ganze hier ein bewohntes Haus wäre, dass bei Regen nicht sofort das Wasser reinlaufen würde. So, hier unten so ein bisschen was hin. Es ist auf dem Dach gelandet. Schade. Andersrum und hier hin. So. Und jetzt nehmen wir hier von schön strukturierte Ecke. Was ist denn schön strukturiert?
Passt das so hier auch da rein? Ja. Dann schneiden wir hier von hier auf der Art und Weise oder auf die Art und Weise das hier auseinander. Das hier, das ist das, was jetzt da reinkommt noch. Dann haben wir die Schwelle schon abgeschlossen. So. Ein bisschen was hier dran, ein bisschen was da dran und ein bisschen was hier drüben dran. Und hier unten reingedrückt. Eine Schwelle haben wir fertig. Und jetzt noch auf der anderen Seite. Hier, da haben wir ja glücklicherweise noch so ein bisschen was übrig, was wir dafür nehmen können. Da mache ich den Leim jetzt direkt in den Durchgang rein, weil ja da drüber nichts ist. Ich komme immer noch nicht drüber weg. Bob Ross, meine Güte. Wie komme ich denn nur auf... Naja, egal. Und da rein. Und dann können wir hier mal gucken. Das hier, das nehmen wir einfach und schieben es hier drüben in die Ecke. So. Schubsen das hier gegen und auf der anderen Seite können wir jetzt noch mit was anderem arbeiten. Hier, da habe ich noch ein Stück, was vom Boden eben übrig geblieben ist. So, ihr lustigen Baumeister. Das haben wir geschafft. Und jetzt können wir hiermit noch was machen. Denn ein paar Steine haben wir noch übrig. Ich hole die mal hier ins Bild. Die hier sind noch ungefähr übrig. Dann haben wir insgesamt... Achso, hier ist noch ein bisschen was. Und ein paar andere Reste gab es noch, die hiervon übrig geblieben waren. Das hier, das sind jetzt ungefähr 135 Steine, circa. Und ich finde dafür, das sieht schon ganz ordentlich aus. Guckt euch das an. Und wie gesagt, das Ganze könnt ihr im Paket mit Leim und mit Cuttermesser bekommen. Und dann könnt ihr genau das hier so in der Form nachbauen. Und ich glaube, wenn man das noch so ein bisschen anmalt und sowas, dann wird es echt cool. Also dann wird es richtig ein schönes Dingen. Hier das noch ein bisschen ineinander schieben. Da könnte man vielleicht auch einfach mit einer Nadel erstmal ein bisschen Leim zwischen machen und dann mit einer Nadel von oben durchpieksen, sodass das erstmal seinen Platz finden kann. Okay, sowas wie Fensterbänke und ähnliches, das könnten wir eigentlich gerade noch reinmachen. Dann haben wir das erledigt. Und wir machen auch Bretter hier oben drunter, hier hin, hier in das Fenster hier hin und hier, da legen wir auch eins hin. Das müssen aber nur relativ schmale sein. Ich denke mal, dass ich das Ganze hier in Viertel aufteilen werde, diesen Stein. Ich hoffe, dass ich damit hinkomme, aber ich glaube schon. So, beim Schneiden darauf achten, dass man nicht allzu viel Fleisch da liegen lässt, wo man gerade rumschneidet. Also ein bisschen Obacht. Eure Finger braucht ihr ja schließlich noch zum Basteln. Ja gut, und für andere Dinger kann man auch noch Finger gebrauchen, ich weiß. So. Da packen wir das zwischen. Verteilen hier ein bisschen Leim. Und jetzt bauen wir das da rein.
ein bisschen hier reingeschoben, ein bisschen runtergedrückt. Okay. Ganz kleines bisschen schmaler muss das Ganze noch gemacht werden. Das löse ich jetzt einfach, indem ich das dann reinbiege, ein bisschen reindrücke. Ich glaube, schneiden wird hier nicht notwendig sein. So, jetzt kommt das rein und fertig ist die Kiste. Einmal hier. Dann haben wir hier noch ein Fenster. Dann machen wir das genauso. Das heißt, einmal schauen von der Breite her. Hier, da passt das genau rein. Und da. Und jetzt haben wir noch 2 übrig. Das heißt, hier auch wieder so ein bisschen die Kanten bearbeiten, ein bisschen das Ganze aneinander reiben, dass die Kanten gebrochen werden. So, das heißt, schlussendlich haben wir hier jetzt sogar sowas Ähnliches wie den Fenstersturz, den wir jetzt noch seitlich verankern könnten. Aber gehen wir einfach mal davon aus, dass er das wäre. Und noch eins kommt hier rein. Das kommt hier auf die andere Seite. Bei dem Fenster hier vorne hin. Das Ganze muss wieder so ein bisschen nach innen gedrückt werden, dass hier vorne passt. Das ist irgendwie ein bisschen schmaler geraten, das Ganze. Ich stopfe das jetzt einfach mal so da rein. So. Und so wie wir jetzt sehen, ist es halt schon ganz annehmbar, denke ich. Das heißt, wir haben hier jetzt eine Ruine erschaffen. Hier vorne steht noch was übrig, das mache ich mal gerade ab. Mit einer Türschwelle, mit vernünftigen Fenstern. Noch eine Türschwelle hier hinten. Einen vernünftigen Boden. Und hier, da habe ich noch so einen kleinen Rest. Dieser kleine Rest, der kommt hier hinten in das Fenster rein. Denn hier war immer das gleiche vorhanden, das war auch mal ein Fenster. Aber von diesem Fenster sind halt Teile verloren gegangen. Beziehungsweise das Fenster ist mitsamt Wand verloren gegangen. So. Das packen wir da auf den Boden drauf. Na bitte. Das ist das, was hier übrig ist. Hier insgesamt wird dann später noch möglich sein, dass man da mit Einheiten rein und rauszieht, halt je nachdem, was ihr damit macht. Das habe ich mit dem Boden gleich ein bisschen rausgedrückt, aber da muss ich nochmal schauen, dass ich das passend fixiere. Ist genauso wie hier. Das wird ein bisschen reingeschoben. Wird von oben einfach festgepinnt. Und gut ist. Und dann haben wir schon eine schöne kleine Ruine. Und diesen ganzen Staub, der hier noch übrig ist, den nehmen wir dann noch, um das Ganze ein bisschen zu verschönern, zu verfeinern. Aber das kommt dann in einem späteren Tutorial. Alles klar. Dann Like nicht vergessen. Abonniert die ganze Kiste hier, bleibt auf dem Laufenden und ich bin gespannt, was wir noch so alles hinkriegen. So, ihr guten Leute, danke für die Geduld. Bis zum nächsten Mal und schönen Tag noch. Ciao.